Kommen zum lebendigen Wort des lebendigen Gottes. Amen. Ich muss mich gleich entschuldigen für meine Stimme. Ich habe schon überwunden, aber die Folgen sind noch ein bisschen da. Nun haben wir keine Zeit mehr da zu warten, sondern wir wollen einfach uns festigen, im Wort festigen. Und letztendlich geht es nicht um die Stimme, sondern es geht um die Botschaft. Jawohl. Und wir wollen heute die frohe, die gute Botschaft verkündigen an alle, Ja. die es hören wollen. Ja. Und diese gute Botschaft, die macht immer Heil, die macht zufrieden, sie macht gesund, sie macht vollkommen, sie macht einfach alles möglich in unserem Leben. Alles möglich im Guten, dass wir durchbrechen können, dass wir neu beginnen können, dass wir immer wieder aufs Neue uns positionieren können, um zu gewinnen, um vom Sieg zu Sieg zu wandeln, so wie Halleluja. Jesus das gesagt hat. Ja. Und so erwarten wir einfach von dieser Zeit auch im Wort, dass sie das Ja. auch vollbringt. Ja. Denn alles, was Gott sagt, geht nicht leer zurück. Ja. Heißt das, ja? Ja. Deswegen wollen wir es empfangen, die Früchte unseres Glaubens. Und wir segnen diese Zeit. Wir wissen, dass Geist Gottes da ist und er leitet uns und macht unsere Herzen und unsere Ohren auf, unsere Augen, dass wir alles sehen und verstehen können. Und wir segnen diese Zeit im Namen des Allmächtigen, des Vollmächtigen, im Namen dessen, indem wir die Kraft und den Glauben haben und die Gnade in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Halleluja. Wunderbar hast du gesagt. Du hast gesagt, dass das Wort macht frei, macht Heil. Überlegt euch das Heil. Das Wort macht dich und mich heil. Das heißt, dass das Wort spricht Ja zu dir, weil sein Name Ja ist. Und er hat zu dir bereits Ja gesagt. Er hat gesagt, ja, komme du in meine Gegenwart. Komme du in meinen Frieden. Trete hinzu oder trete hinein, steht es geschrieben. Ich erwarte dich. Das Interessante ist, dass er mich dazu auffordert, dich dazu auffordert, dass du zu ihm kommst. Weil die Zeit, wo er zu mir gekommen ist schon vorbei. Er war hier, er ist zu dir bereits gekommen, er hat sein Ja bereits zu dir gesagt. Nun bin ich an der Reihe, zu ihm zu kommen, in seine Gegenwart, hinzu, zu seinem Thron, hinzu zu treten. Egal wie du dich fühlst, ob du dich dessen würdig fühlst, ob du dich ganz niedrig fühlst, ob du kaputt dich fühlst oder wie auch immer. Deine Gefühle spielen dabei keine Rolle, denn du musst das wissen. Das wird sehr oft betont in der Bibel. Das, was wir früher übersehen haben, das ist nicht, naja, wir schauen mal, das ist alles Religion, keine Ahnung, worum es geht. Nein, nein, das ist durchdringendes Wissen. Du musst das wissen, dass du in sein Königreich, zu seinem Thron, hinzuzutreten hast, will ich sagen. Genauso wie damals, wo Gott erst den Menschen geschaffen hat und gesegnet hat, die konnten einfach jederzeit in seine Gegenwart treten. Genau. Sie konnten mit ihm einfach ganz normal reden. Kommunizieren, Und, in seiner Sprache. Und Gott wollte das wieder möglich machen. Und Ja. deswegen kam Jesus auf die Erde. Deswegen hat er wieder Frieden geschlossen. Genau. Dass wir diese Möglichkeit haben, Ja. immer und alle Zeit einfach in seine Gegenwart zu kommen, Genau. um von ihm zu empfangen. Genau. Und Und dazu, lernen. und das musst du wissen. Das musst du wissen, dass es bringt dir nichts, wenn du sitzt und betest, jahrelang, tagelang, Nächte durch, klammerst und flehst, oh komm doch in meine Gegenwart. Sprech doch ein Wort zu mir. Wenn dein Wille dazu ist, dann sprech doch ein Wort in mein Leben. Es ist sein Wille, dass du vor seinen Thron kommst. Viel mehr, als du erwarten kannst. Aber du musst das wissen. Und wenn du das weißt, beginnst du zu erkennen, dass du berechtigt dazu bist. Warum denn? Weil du seines Blutes bist. Denn du kennst seinen Namen. Denn er, dieser
Jesus, Gott mit mir, Jesus, ja, ist in deinem Herzen. Und diese Situation, diese Tatsache, das ist eine Tatsache, die du vollzogen hast, indem du ihn in dein Herz aufgenommen hast. Sprich, indem du von neuem im Geist geboren worden bist. Ja. So, Halleluja. Ja. Diese Tatsache verschafft dir das Recht, durch den Vorhang hindurch zu gehen, hindurch zu treten in seine Herrlichkeit, vor seinen Thron, als gerechter, heiliger und ihm würdiger Sohn oder Tochter, zu ihm zu kommen, um mit ihm einfach reden zu können. Denn dort, vor seinem Thron, wird er dich hören. Wenn du in deinen Umständen verbleibst und nur deine Umstände im Auge hast und dich ständig nur darum drehst, wie schaffe ich, ja, hoffentlich und so weiter, oh Gott, hilf mir doch, passiert null. Gar nichts. Egal wie du schreist, egal wie du auf deinen Knien herumkriegst, wird nichts passieren. Warum? Weil er dich nicht hören kann. Wieso? Weil der Vorhang dazwischen ist. Der Vorhang, den du immer noch nicht überwunden hast. Der Kick dabei ist, dass dieser Vorhang an sich für dich bereits schon offen ist. Der Portal, den du hindurchtreten kannst, ist für dich offen. Das Problem ist, dass du dich nicht traust. Erstens, du weißt das vielleicht gar nicht. Du traust dich gar nicht darüber nachzusinnen oder so weit zu denken, dass du ihm doch würdig sein kannst. Sind wir alle, waren wir alle. Das ist alles Folgen der Religion. Folgen der Hirnverseuchung, will ich sagen. Entschuldigt, wenn ich so hart jetzt rede. Ja. Aber die Tatsache ist, dass er bereits diesen Portal für dich bereitet hat, durch den du direkt zu ihm hinzukommen kannst. Aber wie? Und das haben wir letztes Mal schon betrachtet. Das heißt, das Wort seiner Kraft, wohlwissend um diese Tatsache, das wir besprochen haben, jetzt gerade, wohlwissend das Wort seiner Kraft in deinem Mund festhaltend. Das heißt, das, was geschrieben ist, was du für dich ergriffen hast aus seinem Wort, egal um welches Wort es geht, du hast diesen Vers für dich verstanden, hast diesen Vers als deinen genommen, hast dich darauf gestellt, das heißt ergriffen. Dieses Wort gilt mir. Mit diesem Wort kannst du durch den Portal hindurch, jetzt bist du vor seinem Thron. Dieses Wort festhalten, das heißt das Bekenntnis. Könnt ihr euch noch erinnern, letztes Mal, Bekenntnis haben wir besprochen. Bekenntnis, griechisch will ich dich nur ermuntern dadurch, heißt homologeo, das heißt das gleiche redend wie sein Wort. Sein Wort in deinem Mund, du hast Recht dazu, sein Wort in deinem Mund zu führen. So hört er dich. Halleluja. Mir kam jetzt einfach, wo du das alles gesprochen hast, kam mir nochmal dieser Psalm 91, was wir vorgestern betrachtet haben. Zum Schluss nochmal. Das ist einfach dieser Vers 14. Im Psalm 91, Vers 14. Und da steht... Moment, so jetzt bin ich da, ja. Weil er sich an mich hängt, steht bei mir, genau. Will ich ihn retten, will ich ihn bewachen, denn er kennt meinen Namen. Halleluja. Weil er sich an mich hängt. Also das ist einfach diese Beziehung, die eigentlich nichts zerbrechen könnte. Wenn man sich so vorstellen kann, der eine hängt sich an den anderen und lässt ihn nicht los. Genauso wie haben wir gesprochen, wie der Jakob, wo die dann am Fluss gekämpft haben, genau. Er hat gesagt, ich lasse dich nicht los, außer du segnest mich.
Gott hat das getan, er hat ihn gesegnet. Und genauso kann man sagen, man muss sich eben dranhängen, man muss an seinen Lippen hängen. Ja. Wenn man sich so vorstellt, dass du einen Lehrer gefunden hast, der da so viel weiß und du willst von ihm so viel lernen, du bist immer in seiner Nähe, so wie die Jünger in Jesus Nähe immer da waren. Sie wollten möglichst viel von ihm mitnehmen, verstehen, für ihr Leben anwenden können. Und dass man sagt, nur dann funktioniert das. Deswegen waren die Apostel so machtvoll und kraftvoll, wo Jesus wegging, wo sie dann diese ersten Schritte alleine gingen. Im Heiligen Geist schon, aber trotzdem ohne jetzt Jesus seine leibhaftig Präsenz, dabei zu haben. Genau. Ja? Aber die waren so mächtig in ihren Taten, weil sie einfach so viel abgeschaut haben. Ja? Die waren Jesus so nah und also weil sie ständig an seinen Lippen hingen, kann man sagen, an seinen sein an Wort ihm hingen. ergriffen haben. Ja? Sein Wort, feste Überzeugung, dass dieses Wort, was die sprechen, weil es der Meister, Lehrer, geredet hat, dass dieses Wort auch vollbringt. Die waren sich zuversichtlich. Genau. Fester Zuversicht heißt das, ja? Und dann heißt es noch, denn er kennt meinen Namen. Ja. Also derjenige. Weil steht bei mir. Nun ja, ist ja egal. Ja. Weil er kennt meinen Namen. Und wir haben uns vor kurzem eigentlich überlegt, wenn wir allgemein nur Gott sagen, dann ist das, bleibt es so allgemein. Und das heißt in der Bibel, also zumindest heißt es im Alten Testament, dass es dann im Hebräischen so viele Bezeichnungen für Gott gab. Und es gab auch Götzen, die man als Gott dann übersetzt hat, also benannt hat. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wessen Namen wir dann kennen. Den Namen Meinen Retter. Meinen Retter, meinen Erlöser, den Namen, in welchem Allmächtigen Namen wir jetzt Herr der Herren, genau, Herr Zebaoth. genau, das ist der Gott, der Allmächtige, das ist der Gott, der über allem Leben, über allem Guten, der Gott der Liebe, das ist der wahre Gott. Und es gibt wirklich noch andere Götter, die Menschen auch anbeten teilweise oder sich Götzen werden die genannt, aber die werden im Vergleich zu diesem Gott Götzen genannt. Und trotzdem also man muss auch wissen, zu welchem Gott für dich. Entweder ist dein Gott für dich auch wirklich zum Vater geworden, weil du die Beziehung zu Jesus pflegst, oder das ist ein Gott, der noch irgendwo da oben für dich fremd ist. Ja. Aber wenn das dein Vater geworden ist durch Jesus, dann häng dich an ihm. Dann häng dich an seine Lippen, an das Wort eben, was er... Weil es was wir geschrieben haben. steht. Und dann kannst du gewinnen, dann kann er dich retten, wie es steht. Will ich ihn retten, will ich ihn bewachen. Wenn er mich anruft, will ich ihn erhören, Verse weiter steht. Yeah. Ich will ihm beistehen in der Not, will ich ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn mit einem langen Leben sättigen, weil ich ihn mein Heil sehen lassen. Und wir haben ja gesagt, das Wort macht uns heil. Und Gott will, dass wir dieses... Wenn ich das ergreife. Wenn ich das ergreife. Andersrum kann ich sagen, weil ich das Wort ergriffen habe, das ist das Gleiche. Weil er an mir hängt, das ist das Gleiche. Weil du dich auf dieses Wort gestellt hast, weil du an ihm hängst, will er dich retten. Retten, das heißt herausreißen. Aus diesem Umstand herausreißen und in seiner Herrlichkeit positionieren. Auf den hohen Felsen, dass du drüber stehst, über diesen ganzen Mist. Dich drüber schauen lassen, alles besser sehen und verstehen können. Dir seine Weisheit zu geben. Ja. Ja? Das will Gott. Aber er kann das nicht einfach so pauschal, also es ist immer da, durch seinen Heiligen Geist ist es immer da, ausgegossen heißt es, für seine Liebe auch, es wurde ausgegossen, aber nur die das ergreifen, die sich für sich in Anspruch nehmen und sagen, ja,
Es gilt mir. Es ist meins. Es ist an mich gerichtet. Ich kenne deinen Namen. Ich weiß, wer du bist. Ich bin mit dir eines Blutes durch Jesus. Ich bekenne mich zu dir. Ich hänge mich an dich und ich lasse nicht los, bis ich die Erhörung meiner Gebete, meine Bitten oder einfach Weil, der ich Weisheit sage, erfahren. weil, wenn ich so das vollziehe, wie du sagst, dann habe ich Recht. Obacht, dann habe ich Recht auf die Erfüllung jeder Verheißung, auf die ich mich gestellt habe. Ja. Und wir haben hier gelesen, Psalm 91, wunderbar, weil ich mich an ihn hänge, an das Wort. Er will mich retten. Und wenn er will, er ist allmächtig, er ist fähig, er vermag es, er mag das auch, so macht er das. Ja. Ja. Weil ich mich auf seine auf sein Wort stelle, habe ich Recht darauf, dass dieses Wort in meinem Leben in Erfüllung geht. Und das entspricht ganz genau, das ist meinerseits das Recht. Und weil er der gerechte Gott ist, hat er gesagt, ich verpflichte mich, ich versichere dir, ich garantiere dir, das gehört zu meinem Bundpart, ich garantiere dir, dass jedes Wort, das du ergreifst, auf das du dich stellst und nicht wackelst, will ich im Glauben, im Sehen, im Glauben, im Sehen, Glauben im heißt Wissen, sehen, im Geist im sehen. Sehen, wird in deinem Leben in Erfüllung gehen. Ja? Halleluja. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dieses zu verstehen. Deswegen immer und aufs Neue, wir haben schon oft darüber geredet, kann man sagen, reden wir wieder das Gleiche. Ja, natürlich. Weil das ist der Ausgang, das ist der Base, das ist der absolute Basics. Wenn wir dieses nicht absolut als wirklich Fundament für uns klären, werden wir ständig wackeln. Wir haben Morast unter den Füßen, keinen Stand. Wir vermögen null. Wir hatten am Freitag nach der gemeinsamen Zeit haben wir noch ein Zeugnis von einem unserer Brüder gehört und das war einfach so schön zu hören, sowas. Er hat gesagt, früher war Gott für mich Gott, der Herr, der zwar alles vermag, aber naja, nach seinem... Nicht so, nach ja, seinem, nicht so, nach seinem zum Greifen. Wollen, nicht Nach so seinem zum Wollen, Greifen, genau. Und jetzt hat er gesagt, je mehr ich darin eintauche, in dieses Verständnis, wie soll die Beziehung eigentlich zwischen zwei Bündnispartnern, wie soll die Beziehung zwischen Gott und dir sein, hat er gesagt, jetzt ist der himmlische Vater für mich der Freund geworden, ein Freund geworden. Und das hat ihn selber so ergriffen und das hat uns alle so gefreut. Er hat das einfach so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Ja. Das, wo keiner sonst so haben wir, also wir haben das immer wieder in irgendwelchen Beispielen sonst noch was hier gebracht, aber er hat das so richtig einfach für sich beschlossen, verstanden. Früher war Gott für ihn einfach weiter. Ja. Auf Abstand, ja, weil ich doch ja immer wieder so ein... Ja, wenn sein Wille so da ist, dann wird er handeln. Wie er anscheinend mich haben will. Aber jetzt ist er mein Freund, der mir zwar sagt, wo ich falsch liege, weil mir das zum Gute bekommt. Ich kann jetzt, ich meine jetzt weiter ausführen. Ein Freund, was ist ein Freund? Ein Freund, der nicht einfach über jeden Mist, was du machst, seine Augen zumacht und sagt, so, naja, wird schon. Hauptsache, wir bleiben Freunde. Ein Freund nicht der immer nur bei dir da hängt, wenn bei dir was zu essen, zu trinken gibt oder wenn du irgendwie, was weiß ich, Partys machst, sondern ein Freund ist der mit dir einfach ehrlich ist. Und wenn du so weit verstanden hast, dass der ehrlichste Freund, das ist immer nur Gott, er wird sein Geist wird dich niemals belügen.
Er wird dir immer die Wahrheit präsentieren, ob es dir gefällt oder nicht. In dem Auch ersten mal auf den Fuß treten. Im ersten Moment, manchmal gefällt es halt nicht, weil es doch irgendwo ans Eingemachte geht. Aber je geübter man da drin ist, je mehr man diese Beziehung pflegt, merkt man immer schneller. Und das ist besser für einen, je schneller man es merkt, dass man wieder irgendwo abdriften tut. Und weil nur diese Erkenntnis bringt einen wieder zurück, zurück in die ordentlichen Beziehungsverhältnisse und in die liebevolle Beziehungsverhältnisse. Und das freut mich einfach. Das freut mich, das sind die Früchte, Bruder die man verstanden sieht. Hat. Und ich wünsche dir genauso wie auch uns immer nähere Beziehung zu unserem Freund. Zu unserem Freund, der wirklich für uns sogar das Leben gegeben hat, sein Leben gelassen hat für uns, für seine Freunde, damit wir leben dürfen, damit wir das alles Gute, was er gehabt hat und jetzt wieder hat, ich meine vor dem Tod und jetzt, dass er das mit uns teilen kann. Dass wir das genießen dürfen, heißt das, ja? Im Spanischen heißt das, ja? In einem Dios, Psalm steht. Dios de mi gozo y de mi alegría. Gozo heißt das übersetzt. Wie heißt das? Gott meines Genusses. Ja? Er will, dass du Genuss in deinem Leben hast. Wunderbar. Das bricht mit mancherlei Vorstellungen vom Gott. Ja? Und Gott deine Freude. Das ist Gott deines Gott Genusses der Freude. und Gott deine Freude. Ja. Wenn du das erkennst, dann wird das explodieren. Wunderbar. Aber nur allein erkennen reicht nicht und deswegen will ich jetzt zum Abschluss nochmal die letzten zwei Verse, über die wir letzte Mal einmal geredet haben. Und wir waren in Hebräer 4, abschließende Verse vom Hebräer 4. Ich mache jetzt eine Synthese aus Vers 14 und Vers 16. Okay, ihr könnt das mitlesen. Also Hebräer 4, Vers 14 und Vers 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, der Sohn Gottes, so lasst uns nun mit Freimütigkeit das Bekenntnis festhaltend hinzutreten zum Thron der Gnade. Halleluja. Wozu? Damit steht das weiter. Das ist noch nicht fertig. Nach der Komma steht damit, um erklären, wozu. Damit wir, du und ich, du kannst auf dich bezogen das lesen, das gewinnt noch mehr an Kraft. Damit ich Barmherzigkeit, das heißt, er errettet mich aus meinem Sumpf, meiner Umstände, damit ich er rettet mich buchstäblich, damit ich Barmherzigkeit empfange und Gnade heißt jede Gnade, egal auf welchen Vers, auf welche Verheißung du stellst, ist das dir gegeben, aus Gnade, als Geschenk. Und Gnade finde, und das wird mir zur rechtzeitigen Hilfe, weil das genau im richtigen Augenblick. Das heißt, in welchem dem Augenblick? Ja, wenn es Gott gefällig ist, natürlich, Bruder, wenn es Gott gefällig ist. Wenn du das endlich kapiert hast, wenn ich das endlich ergreife und sage und verstehe, dass er will mir geben, er hat bereits alles geschaffen, alle gute, haben wir im Epheser 2 gelesen, alle gute Werke sind bereits geschaffen, damit ich in denen wandle. Stell dir vor, einfach herumgehe und schaue, das ist meine Vision, das ergreife ich. Das ist meine Vision, die ergreife ich. Er hat bereitet. Es steht da. In diesem, zur rechtzeitigen Hilfe heißt, in diesem Augenblick, wo ich dieses ergreife, gilt es mir. In dem gleichen Augenblick. Und das haben wir nicht verstanden. Ich habe mir jetzt gedacht, wenn der Jakob wenn der Jakob von Anfang an gesagt hätte, worum es ihm geht, wenn er verstanden hätte, worum es Gott geht in diesem Kampf,
dann würde er vielleicht von Anfang an das sagen. Ja. Und gleich sofort empfangen. Ja. Aber Musst du er nicht die ganze musste Nacht nicht kämpfen, die ganze Nacht kämpfen, was wir doch genau. gerne so tun, die ganze Nacht im Gebet kämpfen. Wozu? Und dann müde und erschöpft. Sag Halleluja und geh empfangen und geh schlafen. Ja, ist doch gut. Okay, gut. Halleluja. Damit segne ich dich mit diesen 2 Versen. Überlege dir. Wir haben großen hohen Priester und du kannst sein Wort in deinem Munde führend, das heißt Bekenntnis festhaltend, direkt vor seinen Thron treten, um zu empfangen. Empfangen deine Visionen, die Sehnsüchte deines Herzens zu empfangen, im Hier und Jetzt. Und er will das erfüllen. Und er erfüllt das. Ja? Sobald du das ergreifst, und darüber reden wir jetzt nächstes Mal, ja? Da gehen wir dann weiter, zum Hebräer 10 gehen wir dann weiter und wir sehen das, was da geschrieben steht. Nämlich, wenn man die Augen aufmacht und von der Blindheit die Salbe, die er uns gibt in seinem Wort, in die Augen tut, damit die Augen wieder sehend werden und unsere Ohren wieder hörend werden und diesen Stopfen der Religion, dass wenn wir entfernen und beginnen auf das Wort zu hören und darüber nachzusinnen, weil das ist der Impuls, wozu wir dich animieren, dann beginnst du das zu sehen und zu hören. So kannst du ergreifen. Halleluja. Bist gesegnet in Jesu Namen, in dem Namen dessen, der für dich schon alles vorbereitet hat, der den guten Weg für dich bereitet hat. Musst du nur erkennen, für sich in Anspruch nehmen und das Wort sprechen, was du in deinem Leben haben willst. Halleluja. Diese Worte sprechen, die dein Leben kreieren. Ja. Für dich und die Deinen, im Namen Jesu. Amen.